Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Hallo Papa, schön, dass du anrufst. Was kann ich für dich tun? Hallo Papa, schön, dass du anrufst. Was kann ich für dich tun? Hallo Michael, dein Opa ist spontan zu uns gekommen und ich dachte mir, dass du ihn vielleicht sehen möchtest. Hallo Michael, dein Opa ist spontan zu uns gekommen und ich dachte mir, dass du ihn vielleicht sehen möchtest. Was? Opa ist da? Ja, ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Wann kann ich denn vorbeikommen? Was? Opa ist da? Ja, ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Wann kann ich denn vorbeikommen? Wir wollten später einen Spaziergang in der Stadt machen. Am besten kommst du jetzt gleich. Wir wollten später einen Spaziergang in der Stadt machen. Am besten kommst du jetzt gleich. Alles klar, Papa. Ich mache gleich los und bin in 15 Minuten da. Alles klar, Papa. Ich mache gleich los und bin in 15 Minuten da. Ich werde jetzt zum Haus meiner Eltern fahren. Ich werde jetzt zum Haus meiner Eltern fahren. Ich mag meinen Opa sehr. Er ist über 70 Jahre alt, aber er ist fit wie ein Turnschuh. Ich mag meinen Opa sehr. Er ist über 70 Jahre alt, aber er ist fit wie ein Turnschuh. Ich werde ihn fragen, ob er Tipps für mich hat, damit ich später auch so fit bin wie er. Ich werde ihn fragen, ob er Tipps für mich hat, damit ich später auch so fit bin wie er. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hallo Michael, danke, dass du so schnell hergekommen bist. Dein Opa wird sich sehr freuen. Hallo Michael, danke, dass du so schnell hergekommen bist. Dein Opa wird sich sehr freuen. Das ist doch selbstverständlich, Papa. Wo ist Opa denn? Macht er schon wieder Sport? Das ist doch selbstverständlich, Papa. Wo ist Opa denn? Macht er schon wieder Sport? Nein, Opa war vorhin schon laufen. Er ruht sich gerade im Wohnzimmer aus. Du kannst zu ihm gehen. Nein, Opa war vorhin schon laufen. Er ruht sich gerade im Wohnzimmer aus. Du kannst zu ihm gehen. Super, vielen Dank, Papa. Bis später. Super, vielen Dank, Papa. Bis später. Hallo Opa, wie schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Opa, wie schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es super. Ich fühle mich gesund und voller Energie. Hallo Michael, mir geht es super. Ich fühle mich gesund und voller Energie. Wie schaffst du es, dich so fit zu halten, Opa? Ich meine, du bist schon über 70.
Wie schaffst du es, dich so fit zu halten, Opa? Ich meine, du bist schon über 70. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich. Soll ich dir erzählen, wie es geht? Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich. Soll ich dir erzählen, wie es geht? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch so fit sein wie du, wenn ich alt bin. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch so fit sein wie du, wenn ich alt bin. Also das Wichtigste ist, dass du genug Sport machst. Ich laufe zum Beispiel jeden Tag 10 Kilometer. Du musst nicht schnell laufen, aber du musst dich jeden Tag bewegen. Also, das Wichtigste ist, dass du genug Sport machst. Ich laufe zum Beispiel jeden Tag 10 Kilometer. Du musst nicht schnell laufen, aber du musst dich jeden Tag bewegen. Verstehe. Ab jetzt werde ich auch jeden Tag laufen gehen. Verstehe. Ab jetzt werde ich auch jeden Tag laufen gehen. Dann ist es sehr wichtig, dass du dich gesund ernährst. Keine Hamburger und Schokolade, aber dafür mehr Gemüse. Dann ist es sehr wichtig, dass du dich gesund ernährst. Keine Hamburger und Schokolade, aber dafür mehr Gemüse. Darf ich denn gar keine Ausnahmen machen? Ich liebe Hamburger. Darf ich denn gar keine Ausnahmen machen? Ich liebe Hamburger. Doch, natürlich darfst du auch ab und zu etwas Ungesundes essen. Du solltest dich aber hauptsächlich gesund ernähren. Doch, natürlich darfst du auch ab und zu etwas Ungesundes essen. Du solltest dich aber hauptsächlich gesund ernähren. Alles klar, das sollte kein Problem sein. Was kann ich noch für meine Gesundheit tun? Alles klar, das sollte kein Problem sein. Was kann ich noch für meine Gesundheit tun? Wenn du gesund sein möchtest, musst du ein ausgewogenes Leben führen. Du musst die Balance zwischen Arbeit und Freizeit finden. Zu viel Stress tut dir nicht gut. Wenn du gesund sein möchtest, musst du ein ausgewogenes Leben führen. Du musst die Balance zwischen Arbeit und Freizeit finden. Zu viel Stress tut dir nicht gut. Das macht Sinn. Vielen Dank für den Tipp, Opa. Das macht Sinn. Vielen Dank für den Tipp, Opa. Eine wichtige Sache ist auch die Liebe. Du musst jemanden finden, den du von ganzem Herzen liebst. Das hält dich jung. Eine wichtige Sache ist auch die Liebe. Du musst jemanden finden, den du von ganzem Herzen liebst. Das hält dich jung. Das werde ich machen. Werde ich später so fit sein wie du, wenn ich alle Ratschläge befolge? Das werde ich machen. Werde ich später so fit sein wie du, wenn ich alle Ratschläge befolge? Versprechen kann ich das nicht, mein Sohn, aber du hast sehr gute Chancen, ein langes und gesundes Leben zu führen. Versprechen kann ich das nicht, mein Sohn, aber du hast sehr gute Chancen, ein langes und gesundes Leben zu führen. Danke, Opa. Du bist wirklich ein großes Vorbild für mich. Danke, Opa. Du bist wirklich ein großes Vorbild für mich. Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!